Ich nehme euch mit auf eine Erlebnistour mit dem Fahrrad, immer entlang der Weinstraße an Saale und Unstrut. Ideal zum Nachmachen für alle Rad- und Weinfans. Und zusammen sammeln wir 5 Tipps für Weinanfänger. Und decken einen der größten Weinmythen ever auf. Kommt mit mir durch die Toskana des Nordens. Prost. Die ersten paar Meter bin ich schon gestrampelt mit meinem Fahrrad entlang der Unstrut und entlang an den Weinbergen. Da soll sie lang gehen, meine Radtour. Ich hoffe, das wird ein entspannter Kurztrip. So ungefähr 50 Kilometer will ich fahren mit dem Fahrrad. Das Wetter, das passt ja auf jeden Fall schon mal. Mein Rad habe ich auch. Einen Helm und Sonnencreme, die habe ich schon drauf. Deswegen würde ich sagen, let's go! Meine Tour geht von Memleben nach Naumburg auf der Weinstraße Saale-Unstrut. Und kaum bin ich losgefahren, habe ich auch schon den ersten Weinberg im Blick und treffe einen Weinbauer. Wenn jetzt hier irgendwer anders den Wanderweg vorbeikommt, können die dann auch einfach zu dir, wenn du hier wirtschaftest, mal vorbeikommen und sagen, darf ich mal einen Blick über den Weinberg werfen? Oder Na klar, selbstverständlich. Ne? Wenn es offen ist, können die gerne, solange sie keine Trauben essen. Ist das kein Problem. Ne? Ja. Es ist ja auch ein schönes Fotomotiv. Also wenn man hier anhält, dann auch einfach mal ein schönes Foto machen. Hier könnt ihr nicht nur zugucken, sondern auch anpacken. Bucht euch einfach Workshops zum Rebschnitt oder helft bei der Weinlese. Und Sören hat auch direkt den ersten Weintipp für uns parat. Wenn ich jetzt vor so einem Supermarktregal stehe, stehen da ganz viele unterschiedliche Sachen. Da steht trocken, halbtrocken, lieblich, da steht irgendwie das Anbaugebiet. Woher weiß ich, wie schmeckt jetzt der Wein? Welcher ist ein bisschen süßer, welcher ist ein bisschen säurelastiger? Als Rebsorten kann man zum Beispiel die Burgunder, Weißburgunder, Grauburgunder zum Beispiel nehmen als nicht so säurebetont. Und Riesling ist zum Beispiel eher im säurebetonten Bereich dann. Also der ist dann nicht ganz so süß? Süß nicht, der hat einfach mehr Säure. Mhm. Ja, also wenn man anfällig ist für Sodbrennen oder so, dann ist ein Weißburgunder meistens die deutlich bessere Wahl. Muss er ja jetzt sagen, weil das ist ja hier Weißburgunder. Ja. So, ganz schön heiß hier bei dir auf dem Weinberg. Ich bin schon ein bisschen durchgeschwitzt, bin bereit für das erste Gläschen Wein auf unserer Tour. Aber vorher möchte ich von euch wissen, was ist denn eure Lieblingsweinsorte? Schreibt es mal in die Kommentare. Und Sören, wir sehen uns später nochmal. Ich will nämlich noch wissen, wie der Wein in die Flasche kommt. Jetzt aber erstmal wieder aufs Rad. Nicht weit weg vom Weinberg ist nämlich das Kloster Memleben. Mit einer App seht ihr, wie es hier im Mittelalter aussah. Besonders schön für Kinder die Erlebnisausgrabung. Außerdem erfahrt ihr, wie Wein vor 1000 Jahren angebaut wurde. Oh, und hier gibt es natürlich auch den Wein vom Klosterweinberg für meine nächste Fahrradrast. Aber erstmal werden noch 5 Kilometer geradelt in Richtung Nebra. Hier parkt ihr euer Rad einfach in einer eigenen Garage und dann unbedingt hier reingehen. Kein Raumschiff, sondern die Arche Nebra. Hier erfahrt ihr alles rund um die weltberühmte Himmelsscheibe. Zum Anfassen und Ausprobieren. Nur 3 Kilometer weiter ist auch die Original-Fundstelle der Himmelsscheibe. Dieser XXL-Spiegel hier soll Himmel und Erde verbinden. Und mich jetzt hoffentlich auch mit meinem ersten Glas Wein. Herrlicher Ausblick, auch wenn die Fahrt hier hoch ein bisschen anstrengend war. Es geht nämlich ganz schön bergauf, also man muss ganz schön strampeln. Aber die Aussicht entschädigt und der Platz auch. Und hier lag 3600 Jahre lang die Himmelsscheibe. Und jetzt liege ich hier. Ich lege mich jetzt hier hin, setze mich hier hin, mache ein kleines Päuschen. Und hier der Heiko hat nämlich meinen Wein. Guck, den Klosterwein aus Memleben und ein Glas. Nobel geht die Welt zugrunde. Und dann machen wir ein kleines Päuschen, probieren den Wein mal, würde ich sagen. Und dann geht's weiter. Prost.
Von Nebra geht's jetzt in Richtung Bad Bibra und ich kann mich gar nicht satt sehen an den Wahnsinnsaussichten auf meiner Route. Ich bin allein und mir ist heiß. Habe den Helm mal kurz abgesetzt, weil hier nichts ist außer Natur und ich ganz allein bin. Aber ich schwitze bei 30 Grad. Das Team kann natürlich schön im Auto vorfahren und ich fahre mit dem Fahrrad, aber das ist ja der Spirit von einer Radtour, nicht wahr? Wir wollen uns nicht beschweren. Schönes Wetter, es könnte auch regnen und gewittern. Deswegen eigentlich perfekte Bedingungen. Ich hoffe nur, dass ich irgendwo noch mal was finde zum Abkühlen. Und damit meine ich jetzt nicht eine Flasche Wein, sondern irgendwas, wo ich auch reingehen kann. Wasser im besten Fall. Also ich habe jetzt noch kein Schwimmbad gefunden, aber auf meiner kleinen Abstechertour hier durch Bad Bibra habe ich das gefunden. Sieht jetzt ein bisschen unspektakulär aus, aber Heiko, du hast gesagt, man kann da reingehen, ne? Ja. Ja, das ist so ein, wie heißt das? Kneippbecken. Also Schuhe aus, Socken aus. Ich hoffe, es ist nicht so doll kalt. Nee, tatsächlich ist es super herrlich, vor allem bei der Hitze. Wir haben 30 Grad. Das Wasser ist eisekalt. Man soll so laufen hier, wie so ein Storch, wurde mir gerade gezeigt. Wirklich? Oder verarscht ihr mich gerade? Oh, das ist geil. Das ist richtig schön gerade. Das ist toll. Oh. Diese rötlich-braune Beckenfarbe kommt übrigens vom hohen Kohlensäure- und Eisengehalt des Wassers. Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment für ein Gläschen Wein. Hast du eins dabei, Thilo? Nee? Schade. Ist euch zu wenig Abkühlung, dann einfach im Freibad am Ortsrand von Bad Bibra abtauchen. Habe ich unterwegs entdeckt. Und da oben ist das Weingut von Sören. Hier hat er mir unseren zweiten Weintipp versprochen. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Hier klingt es, als würde hier gearbeitet werden. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Wir sind ja verabredet. Ich komme ja jetzt nicht wie Kai aus der Kiste. Hallo. Hi. Hallo. Oh, Vorsicht, nass. Das ist Hi, wieder. grüß dich. Bist du allein? Nee, da hinten ist noch jemand. Mein Kollege Daniel ist noch dabei. Hallo. Ich habe jetzt erstmal erwartet, dass hier so große Fässer stehen, wo ich gleich mich reinstelle und dann die Trauben stampfe. Das macht man wohl nicht mehr. Nee, nicht mehr ganz. Das erledigen mittlerweile Maschinen. Und hier gibt es eine Besonderheit. Sogenannte Gäreier. Du bist gerade mit den großen Überraschungseiern hier am Werken. Was machst du jetzt da? Ich passe auf, dass hier keine Fliege reinkommt. Aha, okay. Das ist mal so simpel. Und du siehst hier, der Wein. Ah, der Wein fließt. Der Wein fließt. Sehr gut. Das ist jetzt sozusagen der Ersatz für ein Weinfass, also einfach eine andere Methode. Das ist eine andere Methode. Ne? Die lassen auch Sauerstoff durch, ähnlich einem Holzfass. Ja, geben aber kein Holzaroma ab. Ne? Also dominieren den Wein nicht. Man generiert unterschiedliche Weine einfach damit. Man schmeckt den Unterschied, wenn man sich auskennt? Ja, man erzeugt andere Weine. Ja, ganz klar. Die Freunde machen das alles in ihrer Freizeit. Ein ziemlich zeitintensives Hobby also. Heißt, die ganze Familie muss mit ran. So wie Sörens Frau Anja. Bis zu 10.000 Flaschen Wein produzieren alle zusammen jedes Jahr. Anja, was machst du jetzt hier? Das sieht ein bisschen aus, als würdest du Currysuppe kochen und darin Flaschen baden. Aber das ist es hoffentlich nicht. Nein, wir machen gerade den Siegellack auf die Flaschen. Das ist der Verschluss sozusagen zum Korken dazu. Was ist denn der bessere Verschluss? Korken? Es gibt ja auch Schraubverschlüsse. Es gibt so Bier, Kronkorken. Kronkorken. Weine, die man nicht so lange in seinem Weinkeller liegen lassen möchte, vielleicht so 1, maximal 3 Jahre, die können mit Schraubverschluss sein. Und wenn man sich einen Wein, der vielleicht auch ein bisschen hochpreisiger ist, in den Keller legen mag oder man hat mehrere Flaschen davon geholt und dann so ab 5 oder auch noch länger Jahren kann man sie dann auch mit Kork
Und wir haben dann eben, wie gesagt, den Siegellack drauf. Ist das wirklich so, Schraubverschluss gleich Billigwein? Nein, das kann man so pauschal nicht mehr beantworten. Es gibt ganz viele Winzer, die auch ihre hochpreisigen und guten Weine mit Schraubverschluss verschließen. Also, gute Weine gibt's auch mit Schraubverschluss. Prost, vielen Dank für den Einblick in eure faszinierende Welt. Tag 2 meiner Reise. Ich radel weiter auf der Weinstraße, genauer gesagt auf dem Unstrut-Radweg. Ich muss sagen, ich bin richtig beseelt hier von der Strecke. Die ist toll, es geht durch die Natur, sie ist super ausgeschildert. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass es wirklich so entspanntes Fahren ist. Während ich mir hier einen abstrampel, sitzt das Team trotzdem vor mir im Auto, klimatisiert, ja, winkt mal schön. Ja, das ist übrigens auch die Erklärung, warum ich keine Tasche oder keinen Rucksack jetzt mit dabei habe. Aber während ich hier auf dem Weg nach Naumburg bin, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo eure letzte Radtour hinging. Das würde mich nämlich mal interessieren. Und ich genieße jetzt hier noch ein bisschen, hier, die Weinberge. Ich komme vorbei an Laucha an der Unstrut und Scheiblitz, zusammen rund 10 Kilometer. Angekommen in Scheiblitz müsst ihr unbedingt ganz oben an der alten Klosterkirche eine Pause einlegen und diesen sensationellen Blick ins Burgenland genießen. Ein 1A-Platz für einen Videocall mit Johannes Quernheim. Der ist Influencer und gibt seinen mehr als 70.000 Followern auf Instagram viele Tipps rund ums Thema Wein. Ich hoffe, dass du vielleicht unseren nächsten Tipp hast. Wir sammeln ja so Weintipps auf unserer kleinen Tour. Was ist denn so die richtige Trinktemperatur für einen Weißwein? Kann man das so pauschal überhaupt sagen oder ist das total unterschiedlich? Grundsätzlich trinkt man Weißwein so bei 8 bis 12 Grad. Ist der Wein eher leichter, trinkt man ihn eher kälter. Ist er eher schwerer, körperreicher, dann trinkt man ihn eher wärmer. Jetzt oute ich mich wahrscheinlich ein bisschen als Nicht-Weinkenner, aber Eiswürfel im Wein, gut oder No-Go? Was sagst du? Meiner Ansicht nach absolut erlaubt. Ich würde es jetzt nicht mit dem super komplexen, besonderen Wein machen. Wenn du einen easy drinking, leichten Weißwein hast und du hast Bock da bei richtig Hitze dir 2 Eiswürfel reinzuhauen, dann macht es. Dann habe ich da ein bisschen weniger Aromen drin, weil er technisch gesehen dann zu kalt ist. Aber wenn er in dem Moment reinpasst, dann würde ich es genauso machen. Jetzt zum Rotwein, da gibt es ja eigentlich so diese Regel, sage ich mal, dass man ihn aus dem Schrank nehmen kann und dann einfach bei Zimmertemperatur trinkt. Stimmt es? Das ist eines der größten Mythen oder Missverständnisse in der Weinwelt, würde ich fast sagen. Es kommt aus einer Zeit, wo die Zimmertemperatur einfach noch deutlich niedriger war, also so bei 16 bis 18 Grad. Und wenn ich jetzt 21 Grad bei mir zu Hause habe, stelle ich den vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde vorher in den Kühlschrank und dann ist er nach 10, 15 Minuten bei mir im Glas dann so auf optimaler Temperatur. Johannes, vielen Dank. Mega, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Alles Gute. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Ciao, danke. Ja, wieder was gelernt, würde ich sagen, oder? So, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht. Die ist nämlich herrlich. Und ich verrate euch, wo wir als nächstes hinfahren. Da, nach Freiburg. Bis dahin sind es gerade mal 2 Kilometer. Freiburg ist die Weinhauptstadt des Burgenlandes. Der Wein wächst hier wirklich überall, sogar an den Hauswänden. Und im September feiert ihr hier auch auf dem größten Weinfest Mitteldeutschlands. Oben auf dem Berg Schloss Neuenburg. Guter Zwischenstopp mit Weinmuseum. Für mich geht's jetzt aber erstmal unter die Stadt. Ich gucke mir einen der größten Holzfasskeller Deutschlands an, bei der Winzervereinigung Freiburg, ein Verbund von 300 Winzern von Saale und Unstrut. Hier bekommt ihr nicht nur Weine mit, sondern auch ohne Alkohol. Herr Bier kennt sich auch mit Wein aus und führt euch durch den Keller und sogar in ein Fass. Den Kopf runter jetzt, da muss jetzt mit rein. Ach so, so. Und jetzt den, nicht aufstützen, gerade durchrutschen. Genau. Passt ganz locker. Und weiter auf der Seite bleiben, nicht auf der Seite bleiben. Klare Anweisung. Oh, jetzt hängt mein Ton hinten fest.
So, und tun Sie mal drin. Ganz einfach, oder? Ja, es geht tatsächlich. Wie eine Geburt, nur rückwärts. Von den Wein zu den Sektmachern in Freiburg. Wie wurde früher Sekt hergestellt und wie kommt eigentlich das Prickeln in die Flasche? In der Erlebniswelt könnt ihr das ganz allein und spielerisch erkunden. Und das da ist wirklich krass. Ein gigantisches Holzfass. 120.000 Liter passen da rein. Vom vielen Radfahren kriege ich langsam Hunger und Durst. Und da habe ich bei 2 Freiburger Winzern ein tolles Angebot entdeckt. Auf dem Weinhof von Familie Marquardt gibt's einen mit Leckereien gefüllten Winzerkorb zum Mitnehmen. Ist es schön oder ist es schön? Das haben sie jetzt nicht nur für uns gemacht. Das kann wirklich jeder sich so ein Körbchen hier einfach holen. Das kann man hier bestellen, genau. Das hatten wir uns damals so ausgedacht, dass man sich einfach den Picknickkorb bei uns bestellt und dann einfach so ein bisschen hier die Unstrut anschaut, in die Weinberge läuft. Also den kann ich mitnehmen und abholen, genau. Abholen und einfach 2, 3 schöne Stunden hier im Saale Unstrut verbringen kann. Jetzt will ich auch wissen, was da drin ist. Quasi ein kleines Menü für unterwegs, nur eines von vielen kulinarischen Highlights der Region. Und natürlich Wein von euch, wenn ich das richtig sehe. Genau. Schön. Ich versuche ja auf meiner Weintour 5 Tipps zu sammeln rund um den Wein. Habt ihr vielleicht eine Empfehlung, wozu passt welcher Wein zu welchem Essen? Ich habe das mal gelernt, wirklich der Weißwein zu hellen Gerichten und der Rotwein zu eher dunklerem Fleisch. Mittlerweile ist das alles ein bisschen aufgeweicht. Also man kann wirklich trinken, was schmeckt, was man wirklich mag. Wollen wir den Wein mal probieren? Ja, ich frage jetzt einfach mal ganz frech. Mit Tipp 4 von 5 im Gepäck geht's direkt nach nebenan. Auf dem Herzoglichen Weinberg in Freiburg wird einmal im Monat bei der Afterwork-Party zwischen den Reben gefeiert. Für mich der perfekte Abschluss des 2. Tages meiner Radtour. Tag 3 beginnt feucht-fröhlich. Das liegt aber nicht am Wein, sondern am Wetter. Nach einer kurzen Regenzwangspause geht's dann weiter von Freiburg zum Naumburger Blütengrund. Knapp 5 Kilometer. Knabbert los da. Meine Kette ist ab. Es hat nicht nur mit Regen angefangen heute, jetzt ist auch noch die Kette vom Fahrrad abgefallen. Ich brauche mal jemanden, der mit anhebt. Ich kann, ja. Ich helfen. Kannst du mal das Hinterrad anheben? Ja. Nee, nochmal, warte. Mal treten und dann. Ja, jetzt. Sehr gut. Drauf? Ja! Es kann weitergehen. Haha! Wir sehen uns in Naumburg. Vor meiner letzten Station mache ich noch einen kurzen Abstecher ins Zentrum von Naumburg. Seht euch hier den Naumburger Dom an. Der gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und jetzt haben wir sie gerade gesehen, hier auch mit Packtaschen und so. Und da wollte ich mal fragen, ob Sie vielleicht mir 1, 2 Tipps geben können. Von wo sind Sie denn? Kommen Sie her? Wir kommen aus Suhl. Thüringer Wald. Ah ja, und fahren jetzt landaufwärts quasi, wohin? Nein, Richtung Weißenfels wollen wir fahren. Ja. Sie scheinen ja erfahrene Radfahrer zu sein. Was muss man denn unbedingt mitnehmen auf so einer Radtour? Gerade wenn es so 2, 3, vielleicht auch 4 Tage sind. Regensachen. Heute früh hat es ja bis kurz vor 12 geregnet. Ja, wir haben noch ausgehalten im Quartier. Handtuch, Badesachen.
Für Navigation unbedingt Handy mit Ersatzakku oder zum Anstecken, das ist wichtig, habe ich auch dabei, eingepackt schon. So ein bisschen gut vorbereitet war ich anscheinend auch. Regenjacke hatte ich mit dabei, Handy habe ich auch mit dabei. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dann wünsche ich noch eine gute Reise. Meine Reise geht weiter nach Almrich. Das ist ein Ortsteil von Naumburg. Gerade mal 7 Kilometer weiter und sollte euch da der plötzliche Weindurst überkommen, steht direkt am Radweg ein Weinautomat. Habe ich so auch noch nie gesehen. Nochmal einen Kilometer weiter, meine letzte Station, die Straußwirtschaft Winzerbar. Wie an vielen Weingütern könnt ihr auch hier Räder leihen. Jungwinzer Manuel bewirtschaftet seinen Weinberg schon in 5. Generation und hat hoffentlich auch den letzten Weintipp für uns. So, wir sitzen jetzt hier auf deinem herrlichen Weinberg, Manuel. Ausblick ist top. Jetzt wollen wir natürlich Wein trinken. Und du machst ganz besonderen Wein, nämlich sogenannte Spontanweine. Richtig. Was ist das? Spontanwein. Willst du zu 100% wissen, wie Sponti-Wein schmeckt, dann hätte ich einen Gutedel für dich. Ja. Das ist so eigentlich, wenn einer unsicher ist, wie Sponti-Wein schmeckt, dann hole ich mein Gutedel raus. Klingt nach mir. Unsicherheit in Sachen Trinken. Das Wichtigste ist eigentlich, dass kein Jahr genauso ist wie das andere. Du probierst am besten mal und versuchst mal, das zu beschreiben, was du schmeckst. Ich bin ja immer schlecht in Gerüchen deuten, aber es riecht ein bisschen säuerlicher als normaler Wein. Also, ja, säuerlich ist... ja, wobei so richtig sauer nicht, aber nehmen wir doch mal einen Schluck. Na dann, zum Wohl. Mhm. Oh, der ist aber lecker. Woher kommt der Name Spontanwein? Spontan heißt quasi, dass ich keinen Einfluss nehme. Also mit der Hefe kannst du schon sehr viel, wie soll ich sagen, vorhersagen, wie der Wein schmecken soll. Genau. Ja. Also du möchtest einen Wein haben, das hast du im Kopf und da kaufst du entsprechend die Hefe dazu. Und das geht bei der Sponti-Gärung halt nicht. Wir trinken ja jetzt den Weißwein aus Weißweingläsern, wie sich das gehört. Ich bin ja auf der Suche nach 5 Anfängertipps für Weinanfänger. Kannst du mir mal erklären, warum man Rotwein aus anderen Gläsern trinkt als Weißwein? Ja, das kann ich dir eigentlich sogar zeigen. Ich habe ein Rotweinglas mit. Oh, upsala. Genau, nimm das mal bitte. Und ich mache ganz einfach jetzt mal eins. Ich gebe dir den gleichen Wein in ein Rotweinglas rein. Und dann versuchst du den mal genauso zu riechen wie mit dem Weißweinglas. Der große Test. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich nicht so viel Rotwein trinke. Aber tatsächlich finde ich irgendwie, dass das hier nicht so intensiv riecht mit dem Rotweinglas. Also es verfliegt irgendwie so ein bisschen. Genau, also genau das ist es auch. Also es ist tatsächlich so, dass die Öffnung, ja, wenn du dir das jetzt so mal anguckst, die ist ja viel größer. Und bei Rotwein ist es wichtig, da dort Gerbstoffe drin sind, dass da viel Sauerstoff mit reinkommt. Beim Weißweinglas ist es genau andersrum. Da sind die Gerbstoffe viel, viel geringer, ne? Da ist er viel feiner, viel zarter. Und da verjüngt man oben die Öffnung, dass da einfach die Aromen ein bisschen gebündelt werden und einfach besser wahrnehmbar sind. Das heißt, Rotwein schmeckt aus den Gläsern einfach besser und Weißwein aus denen? Genau. Schmeckt? Schmeckt auch. Genau. Zum Wohl. Rund 50 Kilometer auf der nördlichsten Weinstraße Europas liegen hinter mir und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so eine schöne Fahrradtour gemacht. Ist wirklich so und noch nie so viel über Wein gelernt. Und das Coole ist an der ganzen Strecke, ihr könnt es so wie ich über 3 Tage verteilt machen und dann mehrere Stopps, mehrere Erlebnisse einbauen oder ihr sagt, nö, ich will einfach nur strampeln, dann zieht ihr an einem Tag durch und macht mal zwischendrin einen kleinen Weinstopp. Das geht alles. Wenn ihr jetzt noch weiterfahren wollt, weil meine Reise endet jetzt hier in Naumburg, dann könnt ihr das gern tun. Die Weinstraße geht nämlich noch viel weiter bis nach Thüringen, nach Bad Sulza. Und wenn ihr nicht genug vom Radfahren bekommt, dann findet ihr hier auf unserem Kanal noch mehr Radtouren.